Ja, jetzt kommen wir zum Punkt Bremsen. Zu der Bremse muss man dazu sagen, Seilzugbremsen hört sich jetzt nicht besonders gut an. Hi Leute, ich bin der bisher vom Fahrradgeschäft Konrad und das ist der Tobi. Hi. Und heute machen wir mal wieder ein heiß ersehntes Gravel-Bike, was wir schon länger nicht mehr gemacht haben. Und zwar das neue Scott Speedster Gravel 40 EQ. Was bei dem EQ-Modell sofort auffällt, ist einmal klar das EQ und dann, was das Ganze bedeutet, nämlich Fender vorne und hinten, also ordentliche Schutzbleche. Das ist quasi der Unterschied zu den normalen Speedster Gravels, wie wir sie so kennen. Ansonsten haben wir eigentlich so das Konzept, was wir immer haben. Ein Rad, das für den Alltag perfekt ist, durch die Schutzbleche noch ein bisschen mehr als sonst, aber auch als Reiserad wirklich gut geeignet ist. Das erkennt man gleich daran, dass wir hier richtig viele Schraubaufnahmen am ganzen Rahmen haben. Das bedeutet, da kann richtig was an Gepäck dran, an Ausrüstung dran, die Pumpe, 2 Flaschen, alles kein Problem. Genau, das Rad kennt ihr bestimmt schon, wurden erst vor ein paar Monaten bei uns geliefert in so einem Safari-Gelb. Das hier ist jetzt mal nochmal eine ganz andere Richtung, das ist Stone Grey nennt das Gott. Und wir haben hier nochmal doch die Retro-Reifen, ne? Mit dem Schwalbe G1 Byte. Wie breit ist der? 40 haben wir da. 40 mm, also mit dem kann man schon ganz gut auch mal durch den Schotter oder durch den Waldweg brettern und auch mal einen leichten Feldweg geht und auch fast schon ein leichter Single Trail. Also man rutscht dann nicht mehr so ganz schnell weg wie jetzt mit so einem ganz dünnen 30er, 32er oder 35er Reifen. Ne? Was halt cool ist, ist halt hier, wie Tobi schon gesagt hat, mit diesen ganzen Schraubpunkten. Klar, so eine Arschrakete oder einen Gepäckträger kann man sogar noch, auch noch zusätzlich dran machen. Da gibt es was Cooles von der Marke Topi, wo man 30 Sekunden dran und wieder abstöpseln kann. Jo, des Weiteren, was ist hier noch relevant an dem Rad? Also auf jeden Fall die Schaltung. Ne? Schaltung, also wir haben eine Tiagra mit 20 Gängen hier verbaut. Das Next weniger gut ausgestattete Fahrrad wäre quasi das Speedster Gravel 50. Da haben wir dann eine 14-Gang klares, auch die ist für den Alltag gut genug. Aber gerade wenn es so ein bisschen auf Strecke gehen soll, sind wir, glaube ich, mit der Tiagra schon besser aufgestellt. Und nochmal für alle Neulinge im Scott-Universum, große Zahlen sind die ein bisschen schlechtere Modelle bzw. Einstiegsmodelle. 50 fängt es ja bei den Speedster Gravels an. 40er ist ja jetzt das hier, das wäre eins drüber, aber minimal drüber. EQ halt haben wir bei den 40er, das ist halt mit den Blechen und mehr Schraubpunkte. Dann wäre das 30er nochmal eine Nummer höher, also hier sind wir bei 11,2 Kilo und beim 30er zum Beispiel wären wir bei 10,4. Das heißt, das nächsthöhere wäre leichter, ein bisschen teurer, 200 €, und hätte halt aber dann schon hydraulische Scheibenbremsen. Ja, jetzt kommen wir zum Punkt Bremsen. Zu der Bremse muss man dazu sagen, Seilzugbremsen hört sich jetzt nicht besonders gut an, aber das da gehört schon mal zu den bisschen besseren Bremsen und reicht für locker 80% der Leute dicke aus, oder? Genau, also wir haben 160er Rotoren, das heißt, wir können durchaus gut verzögern und Seilzugbremsen haben ja auch so ihre Vorteile. Also hier kannst du vielleicht ein bisschen mehr dosieren, gerade wenn du eben nicht so das ABS-mäßige Bremsen gelernt hast, verzeiht die Bremse vielleicht noch so ein bisschen mehr. Ja, und ganz ehrlich, Leute, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, die Leute, die da sagen, jetzt komm hier, Seilzug ist nichts. Es gibt Seilzugbremsen, es gibt Seilzugbremsen. Das hier ist nochmal eine der besseren. Ne? Und wenn ihr hier nicht die allerschwersten seid, ne? Und hier so wie wir 60, 70, vielleicht auch maximal 80 Kilo wiegen und hier in der Attack-Position seid und dann mal richtig reinknallt, dann müsst ihr halt auch mal ein bisschen hier, ein bisschen in den Unterarm, ein bisschen Salz reingeben, dann kommt man schon zum Stehen. Man muss einfach mal ein bisschen noch mehr reinhauen. Das mit dem Dosieren geht eigentlich auch noch. Also ich habe immer früher gedacht, die hydraulischen Bremsen, die kann man wesentlich besser dosieren. Das stimmt auch, aber hier kriegt man das auch irgendwie hin. Also es ist schon gerade so für, ja, wenn ich jetzt nicht abrupt irgendwie stehen bleiben will, sondern vorausschauend, absolut möglich, da gut zu bremsen. Also das ist jetzt schon eine gute Bremse auch. Genau, dass wir jetzt hier bei der Fitting Station stehen, ist kein Zufall, denn gerade beim Gravel, da haben wir ja so ein Mixed-Purpose-Rad, sind irgendwo zwischen einem Rennrad, ne, gerade so am Lenker, sieht man es dann ja schon, dass es wieder was ganz anderes ist als so ein
ja, als so ein standardmäßiges Roadbike oder Mountainbike. Also wir sind irgendwo zwischen Mountainbike und Rennrad unterwegs und haben eine bisschen eigenwillige Sitzposition. Und da kommt es schon öfter mal vor, dass wir das Rad dann auch individuell auf den Kunden einstellen müssen, weil es halt doch eine ungewohnte Position eben für viele ist. Und dafür haben wir halt unsere Fitting Station hier. Wird gerne angenommen, weil da kann man mal so, zumindest für den Anfang, die Position einstellen, die halt im Durchschnitt am besten passt. Ne? Ja, ansonsten würde ich noch sagen, coole Optik halt hier auch mit diesem innen verlegten Zügen hier auch clean, mit diesem Syncross-Vorbau hier, mit dem ganzen, mit der Einheit finde ich echt ganz schick gemacht, wie das immer Scott macht. Wir können ja mal noch das Rad noch mal runterholen, dass man es mal von allen Seiten vielleicht sieht. Wichtig vielleicht für die meisten von euch noch Preis. Sind wir bei 16,99 €. Ja, ist ein 100 € jetzt teurer geworden zum vorigen Modell. Ausstattung relativ ähnlich, halt eine andere Farbe. Für die Leute, die dieses Senfgelb nicht oder das Safari-Gelb nicht so gemocht haben, wie hieß es nochmal, weißt du es? Ja, war tatsächlich Mustard. Mustard. Ja. Also tatsächlich Senfgelb. Matt, ja. War ein bisschen eigenwillig. Hier sind wir, glaube ich, wesentlich konsumiger unterwegs. Ich finde es tatsächlich ein bisschen schicker als das Vorjahresmodell, aber es ist natürlich wie immer Geschmackssache. Ja, also ich finde es auch super schick. Mir gefällt es echt gut. Aber ich fand das andere auch schon richtig cool. Wir haben noch ein paar coole Synchros-Pedale dran gemacht. Hier die, weißt du, wie die heißen? Diese breiten. Squamish 3 sind das. Die Flat Pedals mit so ein paar Pins, auch ganz schick, ne? Dass wir eine schöne Auflagefläche haben, auch für Schuhgrößen überhalb der 44 hier gut noch satten Platz haben. Ne? Ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr von den Bikes hält, so weit unter der 2000 €. Hier sind wir ja bei 16,99 € mit Blechen. Fehlt euch der Gepäckträger oder sagt ihr, das ist genau richtig oder wollt ihr eher Bleche weg haben, damit das Ganze noch sportlicher aussieht? Genau, verabschieden wir uns zum nächsten Video. Wie gesagt, gerne mal ein paar Kommentare dazu. Für uns ist das so der gesunde Einstieg im Gravel-Bereich. Schreibt mal rein, darf es noch ein bisschen weniger sein? Oder sagt ihr auch wie wir, hier hast du ein Gesamtpaket, was wirklich passt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.